Das Vieh, das auf den Feldern umherirrt, wird von Sonderkommandos zusammengetrieben. Die Kühe sind mehrere Komm, ich nehme dich mit auf eine Reise, ganz ohne Ticket, aber mit ordentlicher Spannung. Und heute geht es um E-Autos. Die Zukunft auf 4 Rädern. Und Deutschland? Natürlich hat den Stecker gefunden, aber irgendwie noch nicht so richtig eingesteckt. Willkommen zu Folge 2 von Faktenfuchs. E-Autos und Deutschland und warum der Elektroturbo noch stottert. Deutschland wollte Vorreiter sein, mit Forderungen, CO2-Zielen und dem Traum von emissionsfreies Verkehr. Aber der Weg zur E-Mobilität ist holprig. 2025 liegt der Anteil der batterieelektronischen Fahrzeugen an den neuen Zulassungen bei nur 17-22% Blocks. Klingt gut, aber reicht nicht. Um die EU-Flottengrenzwert zu erfüllen und im Vergleich die Norwegian über 80%, in China über 30%, in Deutschland noch in Mittelmaßbauer +1. Die deutsche Autoindustrie ist stark, aber beim E-Autos hinkt sie hinterher. Und was sind die Gründe? Späte Umstellung auf Elektro, Abhängigkeit von Verbrennergewinnen und Nummer 3, Unsicherheit bei Ladeinfrastruktur. Beispiel bei VW Milliardeninvestitionen, aber der Marktteil in China sinkt. Und die Konkurrenz, Tesla, BYD, Hyundai, die liefern schneller und sogar auch günstiger. Und jetzt gucken wir zusammen die Zahlen. 2025 2,4 Millionen E-Autos in Deutschland. Aber in der gleichen Zeit in den USA 4,8 Millionen. Und in Japan und Korea jeweils über 500.000. Und die Busse? Ist schon klar, Deutschland hinkt hinterher. In Amerika und Südkorea, die haben 3-fach mehr E-Busse als in Deutschland. Und die Ladeinfrastruktur? Zwar wachsend, aber oft überlastet oder schlecht verteilt. Forderungen wurden gestrichen. Erstmal Batterien sind teuer und Ladezeiten nerven. Und viele Menschen sagen, ich warte noch. Die deutsche Mentalität, erstmal abwarten, dann meckern und dann kaufen. Aber die Klimaziele warten nicht. Und die Konkurrenz fährt schon elektrisch, mit Vollgas. Trotzdem, es gibt Licht am Ende des Ladekabels. Deutsche Hersteller investieren in neue Plattformen und natürlich Batteriekosten sinken. Und Ladezeiten sind kürzer, Startups bringen frischen Wind, aber der Markt ist global. Und wer zu langsam ist, wird überholt. Auch auf der Datenautobahn. Deutschland hat Know-how, die Ingenieure und die Ideen. Aber beim E-Autos braucht es mehr Mut, Tempo und weniger Bürokratie. Aber hey, das ist nicht alles so schlecht. Die Entwicklung geht voran und die Batterien werden besser. Die Ladezeiten sind kürzer und vielleicht fährt dein nächstes Auto nicht nur elektrisch, sondern auch mit einem Lächeln im Display. Das war die Faktenfuchs, die Folge 2. Und wenn dir die Folge gefallen hat, bitte abonniere, kommentiere und schick sie jemandem, der immer noch sagt, Elektro, ich bleibe beim Diesel. Und bis zur nächsten Folge. Dieses Mal vielleicht über KI in Deutschland.